Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Mein heutiges abstraktes Acrylbild ist für mich ein großes experimentelles Feld gewesen. Ich habe das erste Mal mit Sprühfarbe gearbeitet und ich habe Spachtelmasse auf diese Art und Weise auch noch nicht eingefärbt, aber der Reihe nach. Zunächst einmal grundiere ich meine quadratische Leinwand mit schwarzer Acrylfarbe und gehe dabei auch in verschiedenen Richtungen über die Leinwand, damit auch nachher keine Poren mehr in Weiß durchschimmern. Anschließend trockne ich die erste Schicht sehr sorgfältig, um danach die Schablone zu platzieren. Und damit bei dem Sprühnebel nichts daneben geht, decke ich das Ganze mit Zeitungspapier ab. Ich selber habe beim Sprayen eine Halbmaske getragen, um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass ich also nichts von dem Sprühnebel einatme. Nach der Trocknungszeit der Sprühfarbe rühre ich mir Spachtelmasse, handelsübliche, an und ich gebe dazu die flüssige Acrylfarbe von Golden. Das ist ja etwas, was sehr glänzend auftrocknet und was auch sehr intensiv ist, also die sind sehr hoch pigmentiert und deshalb dachte ich mir, ich experimentiere mit diesen Farben. Ein bisschen Wasser gebe ich hinzu, weil ich die Spachtelmasse nicht daumendick auf die Leinwand auftragen möchte, sondern eher in Anlehnung an Acrylfarbe ein bisschen dünner. Die Farbe ist ein bisschen heller, als es ursprünglich aus der Flasche kommt. Das ist ja klar, die Spachtelmasse ist weiß. Und was ich dann sehe, was sich nicht eingefärbt hat, ist ein bisschen Füllstoff in der Spachtelmasse. Größere Anteile des Füllstoffs nehme ich am Anfang und auch hinterher immer mal wieder herunter von der Leinwand. Aber ich muss mich wahrscheinlich daran gewöhnen, wenn ich das so mache, die Spachtelmasse sozusagen durchfärbe, dann habe ich eben diese weißen Anteile auf meiner Leinwand. Zunächst einmal bin ich guter Dinge. Ich experimentiere ein bisschen, ich trage die Farbe ein bisschen deckender auf, ich kratze sie mit meinem Werkzeug auch wieder ein Stück weit ab. Und ich berühre meinen gesprayten Bereich kaum, weil ich noch im Moment nicht so die Idee habe, was ich damit mache. Wenn ich mit der Spachtelmasse darüber gehe, dann wird er sozusagen verdeckt, denn durch den weißen Anteil der Spachtelmasse ist die Farbe jetzt sehr viel deckender, als sie es wäre, wenn ich sie nur alleine auftragen würde. Ich bemerke, während ich die Farbe auftrage, auch, dass dort, wo die Farbe bereits antrocknet, die durchgefärbte Spachtelmasse stumpf wird. Also die glänzenden Anteile, die normalerweise in der Acrylfarbe von Golden drin sind, die sind durch die Spachtelmasse komplett überdeckt. Und das war so die erste Enttäuschung. Also ich habe einen glänzenden Part dort, wo die goldene Sprühfarbe aufgetragen ist, und einen relativ stumpfen Part dort, wo ich die Acrylfarbe mit der Spachtelmasse aufgesetzt habe. Noch lasse ich mich davon nicht beirren. Ich nehme mir das Aquamarin von Golden und färbe auch diese Farbe einmal ein. Ich nehme also einen Teil Spachtelmasse, ich nehme wieder Wasser und ich gebe das Aquamarin dazu und trage auch das erstmal über meine erste Schicht auf und bin total erfreut, weil nämlich die Farbe wieder an den kleinen Erhebungen, die ich schon gemacht habe, hängen bleibt. Und eigentlich hätte ich hier Schluss machen müssen. Ja, und das ist genau der Grund, weshalb ich euch dieses Bild überhaupt nicht zeigen wollte, weil danach geht es gefühlt nur noch abwärts.
Hier ist so eine Stelle, da hätte ich Schluss machen können und müssen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub und habe mich gefragt, was ich experimentell noch machen kann. Danach sind die folgenden Schritte wahrscheinlich besser zu verstehen. Also auch das trockne ich erstmal. Ich habe die weißen Füllstoffe, ich habe die etwas stumpfe Spachtelmassenfarbe. Und dann denke ich mir, gut, dann bringen wir etwas Helligkeit in dieses Bild. Im Nachhinein ist es immer einfacher, etwas zu sagen, aber während des Gestalten dieses Bildes habe ich schon gemerkt, dass mich die stumpfen Farben stören. Mich stört der gesprayte Bereich. Damit war ich auch irgendwie auf einmal unzufrieden. Und nachdem ich dann noch ein bisschen Magenta in meine Spachtelmasse gegeben habe, sehr viel Spachtelmasse und Wasser. Also es wurde nicht mehr schlimmer, aber es wurde auch nicht besser. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich es euch so lange nicht gezeigt habe. Denn gerade auf YouTube möchte man ja auch zeigen, dass man gute Bilder malt und dass das alles immer schön ist. Aber das ist es nicht. Und ich hatte hier bei diesem Bild das Gefühl, ja, eigentlich bin ich total entspannt. Und auf einmal funktioniert gar nichts. Keine Bildkomposition, die Farben passen nicht. Und ja, ich wollte es euch gar nicht zeigen. Ich tue es jetzt trotzdem, weil ich finde, auch das muss einfach mal sein. Ich muss da jetzt einfach durch. Ich muss da jetzt durch, dass dieses Bild nicht das sein oder werden wollte, was ich mir ursprünglich gedacht habe. Und ich zeige es euch einfach. Ich zeige euch es deshalb, weil ich es wichtig finde. Denn das Bild sieht hinterher ganz anders aus, als es ursprünglich eingangs mal geplant war. Und es ist auch noch nicht fertig. Es steht noch im Atelier und es wartet auf Inspiration. Und ich habe gerade noch keine, aber es gefällt mir jetzt besser als all das, was es jetzt gleich noch zu sehen gibt. Nach den ganzen stumpfen Farben war mir nach mehr Glamour. Dann habe ich einfach die Goldfarbe von Golden genommen und habe sie mit meinem Spachtel aufgetragen. Und das Ganze war mir dann zu glänzend. Also ihr seht, zu diesem Zeitpunkt war mit diesem Bild irgendwie überhaupt nichts mehr los. Und ich habe es versucht zu retten, aber vielleicht wollte es auch nicht gerettet werden. Also alles in allem eine sehr schwierige Angelegenheit und diese schwierige Angelegenheit wurde erst besser, als ich dann zu dem Ausgangsfarbton, dem Magenta, gegriffen habe und ihn so auf die Leinwand aufgebracht habe, ohne Spachtelmasse, ohne Füllstoffe und ohne Wasser, sodass die Farbe wieder beruhigend auf mich eingewirkt hat, das Bild wieder zu glänzen anfing und ich langsam das Gefühl hatte, jetzt geht etwas in die richtige Richtung. Ab diesem Moment geht es für mich mit dem Bild wieder aufwärts. Ich greife einfach nochmal zu der Farbe Magenta. Ich trage sie pur auf die Leinwand auf. Ich ziehe eine gerade Rakelbahn und lasse das Ganze einfach auf mich wirken. Und das ist genau das, was mir vorhin gefehlt hat. Also
Das Wiederholen der goldenen Farbe, weil ich mit goldener Sprayfarbe gearbeitet habe, hat es nicht gebracht. Das Wiederholen der Spachtelfarbe vom Anfang war schon besser. Ich habe schon gemerkt, wie sich das Bild beruhigt hat. Auch das Herunternehmen der Farbe, sodass der goldene Farbton wieder durchgeschimmert hat, war auch in Ordnung. Aber nichts hat mich so sehr beruhigt und das Bild wieder gerade gerückt, wie das einfache und simple Auftragen dieser Farbschicht in Magenta. Ich habe es dann auch gewagt, die ursprünglich freigehaltene Stelle in dem gesprayten Bereich auch endlich mit dem Rakelwerkzeug und der magentafarbenen Farbe zu überdecken. Das letzte, was ich dann noch gemacht habe, ist die Farbe Payne's Grey zu nehmen und auf einem Drittel des Bildes einen Streifen zu rakeln, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche einen kleinen Eyecatcher und danach lasse ich das Bild in Ruhe. Ich warte auf Inspiration, ich warte allerdings bis heute. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich in mein Atelier gehe. Ich überlege mir, ob mir das Bild was erzählen möchte, aber bis jetzt gucken wir uns nur an, wir grüßen uns und dann gehe ich erstmal zu meinem Tisch und male etwas Neues und das Bild begleitet mich sozusagen in meinem Atelier. Und eines Tages wird es nochmal hervorgeholt werden und dann werde ich auch wissen, was ich damit machen möchte. Im Moment stört es mich überhaupt nicht, ich finde es sogar sehr beruhigend und deshalb darf es erstmal das sein, was es ist. Es gibt natürlich noch eine Kamerafahrt über das gemalte Bild. Man kann die Macken, Riefen ganz gut sehen. Teilweise schimmern Farben durch und mir gefällt es jedenfalls viel, viel besser für den Moment, wie es aussieht, als es zwischendurch getan hat. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir vor allen Dingen fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.